Heute haben wir euch mal wieder ein One-of-One, ein Einzelstück mitgebracht, um genau zu sein, diesen wunderbaren verrosteten Knaus Tourer Van 500 MQ als Vansation Sondermodell. Und der Wagen steht da wie eine Eins, hätte ich gesagt. Nicht mehr ganz so frisch vom Lack, aber es ist ja tatsächlich nur Folie. Wir haben ja auch die 3F angewandt, ja, Felgen, ja, haben wir andere, und zwar die 18 Zoll Delta-Räder mit einem Ganzjahresreifen. Dann haben wir am Fahrwerk was gemacht, und zwar an der Hinterachse. Der Wagen wurde höher gelegt um 40 mm. Und dann, ja, wie man unschwer erkennen kann, wurde der Wagen voll foliert im super einzigartigen Rusted Design. Natürlich am Ende des Tages immer Geschmackssache, steht aber jetzt, so wie er hier steht, tatsächlich zum Verkauf. Der Wagen hat 11.300 Kilometer gelaufen und ist jetzt käuflich zu erwerben. Der Listenpreis ist bei rund 100, wenn nicht sogar knapp über 100.000 Euro. Warum, erklären wir euch heute im Video, und was dieses einzigartige Fahrzeug jetzt kostet, verrate ich euch auch wie immer zum Schluss. Ja, vorne haben wir schon gestartet, die 18 Zoll Delta-Räder, Ganzjahresreifen. Allein die machen den Wagen, würde ich schon mal sagen, richtig attraktiv. Dann geht es direkt weiter, und zwar mit den Voll-LED-Scheinwerfern, die wie immer die Nacht zum Tag machen. Und ja, was auch nicht fehlen darf, ist das Abstandsradar hier drunter, und zwar für den ACC, den Abstandsregeltempomaten. Sonst hat der Wagen natürlich alle anderen Assistenzsysteme, die es so gibt, die man so braucht. Und dementsprechend würde ich sagen, schaut da einfach direkt mal rein. Der Wagen hat hier, ich mache gerade mal das Licht aus, dass es nicht so bimmelt, der Wagen hat hier seit Tag 1 Schonbezüge drüber. Heißt, die Polster entsprechen dem Neuzustand. An sich, der Wagen hat keine Macke, keine Delle, nichts, also nichts, was ich gesehen hätte. Wer sagt, die Schonbezüge sind jetzt nicht mein Ding, da machen wir die Dinger runter, dann habt ihr neue Sitze. Sonst haben wir ein Voll-Lederlenkrad mit Multifunktionsknöpfen. Da könnt ihr nicht nur lauter leiser machen, sondern auch den Abstandsregeltempomaten etc. einstellen. Wir haben das große Mediavan Business Paket drin von VW. Was heißt das? Ganz einfach, das große Radio mit Navi und Rückfahrkamera, aber auch Apple CarPlay, Android Auto und das coole, alles wireless, also kabellos. Dann haben wir eine induktive Ladeschale, zweimal USB-C. Und sogar auf Fahrer- und Beifahrersitz eine Sitzheizung in 3 verschiedenen Stufen. Die Sitze sind auch vollwertige Autositze, also keine Transportersitze, sondern wirklich ein bisschen komfortabler, auch in der Höhe einstellbar. Das Lenkrad geht auch nicht nur rein und raus, sondern auch hoch und runter. Und sonst haben wir natürlich Regen, Lichtsensor, die ganzen Späße, und ihr habt es vielleicht schon gesehen, auch Fußmatten, Gummifußmatten für die schlechte Jahreszeit. Ja, ist auch schon dabei. Auch von der Seite ist er schön verrostet. Keine Angst, unter der Folie ist der Wagen im Neuzustand. Der ist in Ascat Grey komplett, also vorne und hinten ist er in dem ganz normalen Grau, wie es jetzt hier zum Beispiel zu sehen ist. Ja, also wen die Folie stört, man kann die auch ohne Probleme entfernen lassen. Dann sieht der Wagen, sage ich mal, aus wie hier. Ich würde sagen, One-of-One sollte man auf jeden Fall so lassen. Und wenn du gerade mal ein bisschen näher kommst und dir hier auch die Arbeit mal im Detail anschaust, wie hier foliert wurde, also da braucht man sich nicht verstecken. Also es sieht wirklich aus wie original, wie ab Werk, und wurde wirklich in einer sehr, sehr hohen Qualität foliert. Und den Folierer kenne ich tatsächlich auch persönlich. Der hat nämlich auch unseren Tourer-Van, wir fahren nämlich privat genau das gleiche Fahrzeug, hat der auch voll foliert. Zwar in einem etwas anderen Design. Wenn euch das interessiert, gerne mal den Kanal abonnieren und nach unseren anderen Tourer-Van-Videos Ausschau halten. Wir schauen aber direkt weiter, und zwar hier in die Servicebox. Ja, da springen uns auch gleich ein paar Kameraden entgegen. Hier sehen wir einmal den Frischwassertank, den haben wir jetzt bewusst aufgemacht. Der wurde gereinigt und ist jetzt offen, damit hier die Luft zirkulieren kann. Das empfehlen wir immer, wenn das Fahrzeug länger abgestellt wird, nicht benutzt wird, alle Tanks nicht nur leer machen, sondern auch aufmachen. Hier haben wir den Stromanschluss. Das Ganze geht hier durch den Boden durch, ja, so dass ich dann, wie gesagt, hier mein Kabel anschließen kann, da aber keiner dran rumfummelt. Hier haben wir den Hauptschalter. Wenn wir den ausmachen, ist alles stromtot. Und wenn wir gerade mal hier auf die andere Seite wechseln, dann können wir hier einmal den Frischwassertank entleeren, hier den Abwassertank entleeren, und ein bisschen weiter hinten haben wir noch ein Ablassventil für andere Leitungen, so dass im Winter dann alles frostsicher abgestellt wird, solange die Heizung nicht an ist. Also das müsst ihr euch merken, immer wenn ihr ein Wohnmobil, egal welches, abstellt und nicht benutzt, alles an Wasser raus, alle Ventile auf, dann kann nichts kaputt gehen, oder die Heizung laufen lassen. Das wäre dann die zweite Alternative. Was wir hier dann haben, ist der Außenkamin von der Heizung. Hier haben wir nämlich eine Dieselheizung verbaut, heißt, wir sind super unabhängig vom Gas, weil wir haben einen 70 Liter großen Dieseltank, mit dem kommt man wirklich schon gut aus.
und kann eben nicht nur fahren, sondern auch die Heizung und Warmwasser betreiben. Gas haben wir auch an Bord, brauchen wir aber nur zum Kochen. Der Kühlschrank funktioniert nämlich dauerhaft mit Strom und für Strom ist hier auch gesorgt. Wir haben nämlich Solar auf dem Dach und tatsächlich auch eine 180 Ampere starke, also eine wirklich große Lithium-Batterie verbaut. Genau, wie immer natürlich die Rahmenfenster dabei und auch das Fenster hinten links, also Außenplanung flächenbündig, besser isoliert und einbruchsicherer. Und warum hinten links? Ganz einfach, weil da schlafen wir. Wir haben hier eine Liegefläche von 2,4 Meter im Heck. Und ja, das ist dann doch ganz nett, wenn noch mal ein bisschen mehr Licht und auch Luft reinkommt. Aber apropos Luft, der Wagen hat auch 2 Dachlüfter, die schauen wir uns auch gleich noch an. Sonst, was ich perfekt finde, ist, dass hier ab Werk tatsächlich die schwarzen Kantenleisten überall verbaut sind. Die meisten Wohnmobile haben das ja in weiß, hier halt mal in schwarz, sieht einfach nochmal hochwertiger aus. Oben auf dem Dach haben wir eine vollautomatische Sattanlage von Oyster, auch was sehr Hochwertiges. Dann haben wir hier unsere Rückfahrkamera und hier eben die Fold Expand Heckwand, heißt die Heckleuchten links und rechts sind in der Heckwand integriert, so dass der Wagen super kompakt bleibt. Und zwar haben wir hier eine Gesamtlänge von nur 5,89 Meter, also deutlich unter 6 Meter. Der Wagen ist nur 2,16 Meter breit und tatsächlich nur 2,95 Meter hoch, also auch mit Höhenkontrolle bzw. Maut in Spanien, Frankreich, Portugal haben wir hier überhaupt keine Probleme. Der Wagen ist sogar alltagstauglich. Wir haben dazu sogar schon ein Video gemacht, wo wir da mal einen Alltagstest gemacht haben, in Düsseldorf unterwegs waren, zu Abenteuer Allrad gefahren sind und. Also wie gesagt, ich würde mir nicht selber kaufen, wenn er nicht so gut wäre, wie ich behaupte. Ja, jetzt schauen wir gleich ins Fahrzeug rein. Kurze Unterbrechung und zwar in eigener Sache. Wir testen ein Wohnmobil in der Wüste. Wir sind dabei bei der Rallye Dakar 2026 in Saudi-Arabien und brauchen eure Unterstützung. Wir machen viele Videos, haben sogar einen Blog mit Bildern und ganz vielen Infos. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Klickt gerne drauf, aber jetzt geht's auch weiter. Nur mal so eine Orientierung, allein die Felgen zum Beispiel, ja, mit den Reifen kosten um die 4.000 Euro. So eine Vollfolierung, wie ja jetzt hier steht, bist du auch ganz schnell bei 8.000 bis 10.000 Euro. Und dann haben wir, wie gesagt, noch eine Solaranlage, eine Klesana Folientoilette. So eine Klesana kostet auch schnell 3.500 Euro aufwärts. Also hier wurde schon richtig viel Geld, aber auch Liebe investiert. Was nicht fehlen darf, ist ein großer Stauraum. Ja, da haben sich auch schon ein paar versammelt. Die Aufkleber kann man natürlich entfernen. Ja? Also wenn das jetzt einem nicht gefällt, kann man alles wegmachen. Wir haben hier aber auch eine durchgehende Zurschiene verbaut. Auch hier haben wir am Boden wieder eine Schutzmatte, hat der Kunde sich selber reingelegt. Finde ich auch ganz nett. Ja, und sonst ist die Garage natürlich isoliert, beheizbar, hat eine Steckdose zum Laden von E-Bikes. Also auch hier wurde an alles gedacht. Wenn du gerade mal näher kommst, möchte ich nochmal auf so Details wie die Folie hier auf dem Griff eingehen. Ja, das gleiche können wir auch hinten nochmal zeigen bei den anderen Klappen oder hier unten auch an der Einstiegsstufe. Da wurde auch hier nochmal so ein Stripe gemacht, dass wenn die Stufe eingefahren ist, da nichts Silbernes raussticht, sondern das entsprechend passend aussieht. Genau. Verbaut ist hier eine Premium-Tür. Premium-Tür heißt, wir haben hier ein Fenster in der Türe, eine doppelte Verriegelung, die Knaustasche, den Regenschirmhalter und keine sichtbaren Scharniere. Ja? Und was auch noch dazu gehört, ist der Dämpfer hier oben, der uns folgenden Nutzen bringt, und zwar, dass wir die Beifahrertüre unbedingt auf und zu machen können und hier nichts kollidiert. Ja? Was ich ziemlich cool finde, ist hier direkt die nächste Folierung im Innenbereich auf dem Kühlschrank. Ist natürlich Geschmackssache, aber wenn ihr es in echt seht, es passt wirklich gut dazu, wie ich finde. Und auch wen das stört, man kann es runter machen, dann ist es schwarz wie ab Werk oder man macht eine andere Folie drauf. Reine Geschmackssache. Genau, wir haben euch schon mal ein bisschen was vorbereitet. Heute geht es ja eher um die Technik. Den Tourer Van haben wir ja schon 100-fach vorgestellt. Der Wagen, wie er hier steht, hat eine 180 Ampere-Stunden Lithium-Batterie. Die haben nicht wir eingebaut, die hat eine andere Fachwerkstatt montiert. Die ist aber auch gut. Dann haben wir einen Solarregler von Voltronic verbaut, ein entsprechend starkes Solarmodul auf dem Dach und hier ab Werk den Dometic Laderegler, also das Ladegerät für 230 Volt, aber auch für das Fahren während der Fahrt. Ja, dann würde ich sagen, schwenkst du einmal hoch, weil wir haben hier ein besonderes Fahrzeug. Dieses Auto wurde ursprünglich ausgeliefert mit einem Doppelslidebed, das wir hier bei uns bei Power Campers ausgebaut haben. Ja? Warum haben wir es ausgebaut? Weil wenn dieses Doppelslidebed hier drin ist, ja, verliert man halt einfach Raumgefühl und haut sich auch gern mal den Kopf an. Und ja, der Besitzer, dem das Fahrzeug gehört, der hat einfach gesagt, raus damit. Wir brauchen hier eine Ablage. Ja, wir möchten einfach hier dieses Raumgefühl haben. Und ja, das kann man, sag ich mal, machen. Das ist reine Geschmackssache.
Wer jetzt sagt, ja, ich hätte das Hubbett aber gern wieder drin, kein Problem. Das Bett haben wir natürlich, die Matratze ist noch neu, original verpackt. Das können wir euch wieder ohne Probleme einsetzen. Dann habt ihr hier vorne auch wieder 2 Schlafplätze. Ich persönlich würde es so lassen, weil wir sind zu zweit unterwegs. Wir brauchen kein zweites Bett. Getrennt schlafen wollen wir nicht. Und dann habe ich hier eben genug Platz. Ich würde mir hier noch so einen Aluwinkel oder so hinbauen. Dann kann ich hier Kisten oder was auch immer unterbringen und habe eben den Vorteil, dass hier nochmal mehr Licht und auch mehr Luft reinkommt, weil wenn das Bett natürlich alles blockiert, ist auch schwierig. Gut, dann nochmal ein Seitenwechsel. Dann können wir uns einmal kurz den Smart TV anschauen. Die SAT-Anlage hatten wir euch ja schon gezeigt auf dem Dach. Über den Smart TV könnt ihr, wenn ihr Internet habt, auch YouTube, Netflix, Amazon Prime, die ganzen Streaming-Dienste nutzen. Hier unten, ich zeige euch mal, das funktioniert auch alles einfach. Kann man das wieder hochklappen. Dann können wir hier die Matratze gerade einmal reinmachen. Schwuppdiwupp und fertig. So, jetzt. Und dann sieht das Ganze auch gleich viel wohnlicher aus. Die Sitze kann man übrigens auch umdrehen, also Fahrer- und Beifahrersitz, ohne dass man die Türen aufmachen muss. Das geht auch kinderleicht. Und was man hier sehen kann, ist diesen Einsatz hier. Den hat der Kunde extra dazu bestellt. Ja, das ist so eine kleine Stolperfalle normalerweise. Und das wollte der nicht, weil der hat auch kleinere Kinder. Dementsprechend haben wir hier nochmal dieses Podest. Und was auch noch dabei ist, ist ein Zusatzbett. Dazu haben wir auch ein separates Video gemacht. Man kann nämlich hier noch einen Schlafplatz bauen mit 2,4 Meter Liegelänge, so dass man dann das Hubbett theoretisch draußen lassen kann. Aber wie gesagt, egal wer den Wagen kauft, das Hubbett ist natürlich mit dabei. Ich persönlich, wenn ich es nicht bräuchte, würde ich es erstmal ohne ausprobieren, weil ich es so eigentlich echt ganz cool finde, vor allem auch mit der Ablage. Ja, sonst, was gibt es noch zu zeigen? Wir haben hier eine Küche. Ja? Hier haben wir jetzt auch nochmal die entsprechende Folierung vom Kühlschrank fortgeführt. Ich finde es echt cool. Wie gesagt, die Farbe könnte man auch tauschen, wenn es einem nicht taugt. Sonst haben wir hier einen 2-Flammen-Gaskocher, ein Edelstahl-Waschbecken. Hier hat er sich nochmal so eine Konstruktion rangebaut. Habe ich auch noch nicht gesehen, aber auch nicht schlecht. Und sonst haben wir hier natürlich auch wieder Stauraum. Platz ohne Ende. Und wenn du gerade noch ein bisschen hochschwenkst, sehen wir hier schon den ersten von 2 Dachlüftern, die eben auch unabhängig von 230 Volt immer über die Batterie betrieben werden können. Gut, dann schau doch noch mal raus und film bitte einmal auf die Toilette. Die hatte ich ja schon angeteasert, die ist nicht gerade günstig. Das ist die Clesana, also die Toilette an sich kostet allein schon über 1000 Euro mittlerweile. Aber der Einbau ist hier eben das, was noch ein bisschen mehr Zeit und eben Geld kostet. Das Besondere ist, die ist chemiefrei. Das ist eine Folientoilette, also hier wird das Geschäft im wahrsten Sinne des Wortes eingeschweißt, zum Mitnehmen. Sonst haben wir hinter dem Spiegel Stauraum, haben hier eine große Dusche, die wir aber auch runterfahren können. Das kennt ihr vielleicht schon aus anderen Videos. Brauchen wir jetzt nicht nochmal 100 Mal zeigen. Wer da Fragen und Interesse hat, soll am besten vorbeikommen. Was hier cool ist, ist die faltbare Türe. Ja, die hat den Nutzen, dass wenn man dann doch das Leitbett vorne wieder einbaut und die Leiter dann hier aufstellt, dass man hier oben in das Bett reinkommt, dass ich eben diese Türe dann so nutzen kann, dass ich, obwohl das Bett unten ist und die Leiter da steht, immer noch ins Bad rein und rauskommen. Gut, dann dreh doch gerade noch einmal bitte um. Zeig noch einmal das Bett, wie es jetzt gerade aufgebaut ist. Ihr seht, da ist jetzt rechts dieser Kasten, das ist jetzt die Dusche, aber diesen Kasten kann ich einmal eben nach unten absenken, so dass ich ein vollwertiges Doppelbett habe mit 2 Meter Liegefläche und 1,40, wenn ich mich nicht täusche, in der Breite. Also Platz ist auf jeden Fall gegeben. Und ihr habt es ja auch gesehen, darunter haben wir eine große Heckgarage, also auch für Fahrräder etc. ist gesorgt. Und hier sprechen wir halt von einem jungen Gebrauchten mit einer individuellen Sonderausstattung, die man so nicht jeden Tag sieht. Der Wagen ist aber, wie gesagt, top gepflegt. Der Kunde, das kann ich, denke ich, verraten, hat tatsächlich eine Fahrschule. Also fahren kann er. Ich habe tatsächlich bei ihm seinen Führerschein machen dürfen. Mein LKW-Führerschein, also fahren kann auch er. Und ich würde sagen, ein cooles Auto, das es so kein zweites Mal gibt, wo es sich wirklich lohnt, mal auf unseren mobile.de-Link zu klicken, den ihr unten in der Videobeschreibung findet. Da haben wir nämlich noch ziemlich viele Bilder, die genaue Beschreibung mit allen Details und eben auch dem Preis. Wenn auch ihr einen Camper habt, den ihr warum auch immer verkaufen wollt, weil ihr einen größeren wollt, einen kleineren wollt oder ihr nicht mehr braucht, dann seid ihr hier bei uns bei Power Campers beziehungsweise bei unserer anderen Marke Wir verkaufen dein Camper.de genau richtig. Wir bieten nämlich einen Service an für alle Leute, die ihr aktuelles Fahrzeug verkaufen wollen. Wir
wir machen ein professionelles Gutachten von eurem Fahrzeug, wir machen professionelle Bilder gegen Aufpreis, auch ein Video wie dieses zum Beispiel, und dann inserieren wir das Fahrzeug eben bei uns auf mobile.de als Händler, beantworten alle Anfragen, verkaufen das Fahrzeug mit Begeisterung, ja, und machen am Ende auch die Übergabe, so dass ihr euch um nichts kümmern müsst. Genau, wenn ihr da Interesse habt, einfach mal den Link abchecken zu wirverkaufendeincamper.de. Jetzt kommen wir zum Angebot, zum Preis. Immer noch viel Geld, aber wenn man überlegt, was allein ein VW-Bus kostet, ja, ein guter VW-Bus mit LED und Automatik, da bist du ganz schnell bei 65.000 bis 70.000 Euro und dann hast aber noch kein Wohnmobil. Listenpreis, Neupreis, ja, wie man es auch immer nennen möchte, über 100.000 Euro. Dieses Fahrzeug verkaufen wir hier bei uns, es gibt auch nur den einen, für nur 74.997 Euro. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.